Ich bin Achim Kästner, ich bin Geschäftsführer der Firma Elektrokästner und wir sind hier in Selb, Oberfranken, etwa 3 Kilometer weg von der tschechischen Grenze. Mein Name ist Thomas Männer, bin Geschäftspartner vom Achim Kästner und wir haben ein Elektrounternehmen mit 30 Mann und Maus. Wir sind eigentlich durchs Internet draufgekommen. Ich habe da den Konfigurator getestet. Habe da dann mit 20 Klicks meine 30 x 30 Meter Halle einfach mal eingegeben und habe gesagt, Angebotsabfrage abschicken. Da kam dann der Kevin Kellner relativ zeitig dann auf uns zu, hat mich dann angerufen, hatte noch 2, 3 Rückfragen und das Angebot war da. Ligna Systems war also derjenige, der als erstes reagiert hat und auch uns richtig gute Pläne vorgelegt hat, wie wir das Ganze umsetzen können. Wir hatten wirklich Bock drauf, das Projekt mit uns umzusetzen. Ja, am Anfang haben wir uns noch Gedanken gemacht, wie gut ist Ligna Systems. Ja, wir mussten ja eine Anzahlung leisten im Endeffekt. Und wir haben dann schon Befürchtungen gehabt, ja gut, wir zahlen jetzt da. In welches Unternehmen zahlen wir da rein? Was machen wir, wenn die nicht mehr sind? Bis der Kevin dann mal uns dann besucht hat und uns die Firma vorgestellt hat, hat uns dann die restlichen Sorgen genommen, hat gesagt, das funktioniert alles und es kam auch wirklich so. Also es war nicht nur leere Worte, sondern er hat auch zu seinem Wort gestanden, ja, definitiv. Ja. Der Kevin hat dann gesagt, wir brauchen unbedingt diesen David mal als Richtmeister, damit der einfach euch mal zeigt, wie funktioniert das. Weil der Aufbau der Halle hat ein örtlicher Zimmerer übernommen, der so eine Halle ja noch nie aufgestellt hat im Endeffekt. Bauteile sind gekommen, jedes einzelne Bauteil, ich erzähle es auch immer wieder, hatte eine Nummer, eine Kennung. Wir haben einen großen Plan ausgedruckt, wir haben den Zimmerer gegeben, an die Wand rangetackert und haben gesagt, so sieht das Ding aus. Und für mich war das wie Ikea für Große. Aber es ist halt trotzdem eine große Halle, die ist 30 x 30 und das ist nicht einmal schnell gemacht. Und dann war natürlich auch unser Zimmerer dann erleichtert, dass von Ligna einer dazukommt und ihn einfach unterstützt. Und der war auch immer telefonisch erreichbar. Den konntest du früh um 7 anrufen, abends um 8 Uhr. Der stand bei Schnee. Wir haben bei Schnee die Stützen aufgestellt. Der war sich für nichts zu schade. Der hat gesagt, Handschuhe an, wann geht's los? Die Entscheidung damals war richtig. Also wenn ich wieder Ligna Systems bauen würde, dann kriegt eine 100%ige 10 von mir. Es hat an nichts gefehlt.